Ja, Haferflocken ist eines der gesündesten und besten Lebensmittel der Welt. Es ist aber absolut wichtig, dass du dir die Haferflocken richtig zubereitest. Machst du folgende Fehler, wirst du durch den Verzehr von Haferflocken nicht nur nicht abnehmen, sondern sogar zunehmen können. In diesem Video erzähle ich dir alles über die Haferflockenfehler, die dick machen können. Fehler Nummer 1. Deine Haferflocken werden mit Zucker gesüßt. Natürlich schmecken Haferflocken ohne Zusätze etwas zäh. Doch vermeide es, die Haferflocken mit Zucker zu süßen. Es gibt mittlerweile viele Alternativen zu Zucker, die das Essen süßen, aber nicht dick machen. Du kannst anstatt Zucker zum Beispiel Süßstoff, Stevia oder weitere Zuckerersatzstoffe verwenden. Achtung! Auch Früchte enthalten neben vielen Vitaminen Zucker, genannt Fructose. Fructose ist nichts anderes als natürlicher Zucker und schmeckt süß. Natürlich ist Fructose nicht weniger ein Dickmacher als normaler Industriezucker. Allerdings fügst du deinen Mahlzeiten neben dem süßen Geschmack auch noch viele wichtige und essentielle Vitamine hinzu. Achte darauf, nicht zu viele Früchte in deine Haferflocken zu machen. Der heutige Mensch ist an sehr viel Industriezucker gewöhnt. Das muss aber nicht sein und ist wirklich nicht gesund. Wenn du mit der Zeit nach und nach die Menge an Früchten reduzierst, wirst du dich daran gewöhnen und den süßen Geschmack auch nicht mehr vermissen. Fehler Nummer 2. Du machst dein Porridge oder Haferbrei nicht selber. Es gibt mittlerweile im Supermarkt viele verschiedene Instant Porridge Produkte. Die als super gesund wirkende Verpackung lassen kaum darauf schließen, dass in der Fertigvariante eine Menge an Geschmacksverstärkern, Zucker und Zusatzstoffen enthalten sind. Nicht selten handelt es sich bei den Fertig-Porridge-Produkten um richtige Kalorienbomben. Das muss nicht sein. Bereite dein Porridge lieber selber zu. Porridge ist schnell und leicht gemacht. Du weißt genau, was enthalten ist und es gibt kaum versteckte Zusatzstoffe. Fehler Nummer 3. Du bereitest dein Porridge mit Wasser zu. Der erste Gedanke, das Porridge mit Wasser zuzubereiten, kann doch nicht schlecht sein, oder? Schließlich enthält Wasser doch viel weniger Kalorien als Milch. Das ist grundsätzlich auch richtig so. Allerdings empfehle ich dir trotzdem, dein Porridge mit Milch zuzubereiten. Die Zubereitung mit Milch sättigt länger, füllt den Magen mehr und Milch hat viele positive Eigenschaften, die dir beim Abnehmen helfen können, wie zum Beispiel das Eiweiß. Achte darauf, eine Milch mit einem geringen Fettanteil wie 1,5% oder weniger zu nutzen. Gehörst du zu den Menschen, die keine Milch vertragen oder möchtest du auf tierisches Eiweiß bewusst verzichten, kannst du anstelle von Milch auch gerne Milchersatzmittel wie Hafer-, Kokos- oder Mandelmilch nutzen. Fehler Nummer 4. Du verwendest Trockenobst als Topping. Achtung! Hierbei handelt es sich um eine große Abnehmfalle. Natürlich enthält Trockenobst gute Inhaltsstoffe. Allerdings enthalten die kleinen Früchtchen auch sehr viel an Zucker und damit Unmengen an Kalorien. Da das Trockenobst getrocknet und damit an Volumen verloren hat, kann man viel mehr Trockenobst essen, als man richtiges Obst essen würde. Aufgrund des hohen Zuckergehaltes steigt der Blutzuckerspiegel rasant an und fördert die Insulinausschüttung. Als Folge daraus entstehen Heißhungerattacken. Und Heißhungerattacken ist genau das, was uns beim Abnehmen zurückwirft. Verwende lieber frisches Obst. Durch den hohen Wasseranteil wirst du automatisch weniger verzehren als im Vergleich zu Trockenobst. Hast du gerade keine frischen Früchte zur Hand, kannst du auch gerne gefriergetrocknetes Obst verwenden. Fehler Nummer 5. Du isst zu viele Haferflocken. Isst du deine Haferflockenmahlzeit zu schnell, können die Haferflocken im Magen nicht aufquellen und dich nicht sättigen. Achte darauf, langsam zu essen. Erst dann kann eine sättigende Wirkung eintreten. Wundere dich nicht. Eine typische Menge Haferflocken für eine Mahlzeit sind 40 bis 50 Gramm. Die Menge Haferflocken in einer Schüssel sieht wirklich sehr wenig aus und du kannst locker die doppelte Menge essen. Halte dich aber an die empfohlene Menge. Haferflocken sättigen dich mehr, als du denkst. Fehler Nummer 6. Die Eiweißquelle fehlt.
Haferflocken bestehen hauptsächlich aus Getreide und damit aus vielen komplexen Kohlenhydraten. Komplexe Kohlenhydrate sind grundsätzlich gesund. Zu viele Kohlenhydrate machen allerdings dick. Meine Empfehlung ist daher, mische dem Haferbrei anstatt Milch noch Joghurt, Skyr oder Magerquark hinzu. Diese Lebensmittel enthalten viel hochwertiges Eiweiß, was dich zusätzlich noch satter machen wird. Weiterhin wird in dieser Kombination dein Blutzuckerspiegel konstanter gehalten und die Gefahr von Heißhungerattacken wird reduziert. Fehler Nummer 7. Du nimmst eine zu große Schüssel. Es klingt so einfach, aber auf einem großen Teller und einer großen Schüssel sieht eine Mahlzeit einfach weniger aus als in einer kleinen Schüssel. Es ist verblüffend, wie viel dieser Trick ausmachen kann. Achte darauf, deine Mahlzeiten in kleinen Gefäßen zu verzehren. Ein kleiner, voller Teller wirkt besser als ein großer leerer. Satt machen werden dich beide Mengen natürlich gleich. Der große Teller verleitet aber dazu, eine größere Menge zu konsumieren. Probiere es aus. Das waren die 7 größten Haferflockenfehler, die dich beim falschen Verzehr dick machen können. Haferflocken ist ein grandioses Lebensmittel und etliche Menschen schwören darauf. Die meisten Sportler essen regelmäßig dieses Superfood. Neben dem Abnehmeffekt haben Haferflocken noch viele weitere positive Eigenschaften. Ich empfehle dir dazu, mein eingeblendetes Video zu schauen. Du wirst erstaunt sein, was Haferflocken auf deinen Körper für einen Einfluss haben können, wenn du dieses Lebensmittel in deine tägliche Ernährungsroutine einbaust. Ich hoffe, die Haferflocken-Abnehmfehler helfen dir zu deinem Körperglück. Körperglück. Finde dein Körperglück.